Es dürfte nicht unbedingt das Erste sein, was einem einfällt bei der Frage, was angehende Teenager in ihrer Freizeit machen wollen. Aber sich ein Talar anzuziehen und in einem Knabenchor zu singen? Aber diese Chöre haben nun mal eine jahrhundertelange Tradition und wollen diese auch weiterführen. Der Stuttgarter Hymnuschor beispielsweise wird in diesem Jahr 125 Jahre alt. Regelmäßig werden bei Castings und in Schulen neue Stimmen gesucht, werden Jungen lange vor dem Stimmbruch rekrutiert, um Nachwuchs für den Chor zu finden. Und warum es den Knabenchor auch im 21. Jahrhundert noch gibt und was ihn für Jungs von heute attraktiv macht, hat Jenny Rieger mittendrin in Stuttgart mitbekommen. Noch sind sie ganz normale Jungs. Vielleicht etwas müde nach einem langen Schultag, vielleicht etwas cool kurz vor der Pubertät. In diesem Haus aber werden sie sich verwandeln. Doch erst einmal ruft der Tischkicker. Vincent ist 13, Louis 12. Beide singen seit vielen Jahren bei den Hymnuschorknaben. Dass das nicht alle verstehen, daran haben sie sich längst gewöhnt. Ja, ach, so ein Knabenchor, das ist doch Quatsch, das ist doch gar nicht modern, das ist... Nee. Nein, modern ist es nicht. Hymnuschor, das heißt sakrale Musik und das seit 125 Jahren. Ein letztes Gerangel am Notenschrank, dann wird es ernst. Generalprobe für das Jubiläumskonzert, kein Platz für Quatsch. So, meine Herren, bitte sich zu erheben. Auf geht's. So, do, so, langsam rein. So, vorbereiten. Rainer Homburg leitet den Knabenchor seit 15 Jahren. Ja, ein Knabenchor ist ein sehr besonderes Soziotop. Die Kleinen können etwas, was die Großen verloren haben, nämlich hochsingen. Und das führt zu einer ganz besonderen Achtung für die Nachwachsenden. Hochsingen. Noch ist das normal für Louis und Vincent. Dass irgendwann der Stimmbruch kommt, wissen sie. Bis dahin aber genießen sie. Also wenn du singst, dann hast du halt irgendwie so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Und dann fühlst du dich gut, dann fühlst du dich fröhlich. Manchen gelten Knabenchöre als anachronistisch, als aus der Zeit gefallen. Andere halten sie für elitär. Doch der Hymnuschor steht allen offen. Die Jungs werden an den Grundschulen bei Vorsingen ausgesucht. Was zählt, ist allein die Stimme. Und Durchhaltevermögen, stundenlange Proben, fast jedes Wochenende Auftritte und ein Dirigent, der Perfektion will. Schon. Er erwartet schon eine Leistung, die man bringen muss. Wenn man die nicht bringt, ist halt ein bisschen blöd. Dass die Jungs durchhalten und zwischendurch auch mal Spaß haben, darum kümmert sich Martina Schwellnuss, Sozialpädagogin und eine Art Mutter der Kompanie. Sie weiß, der Hymnuschor ist eine besondere Welt, die außerdem unter besonderer Beobachtung steht. Denn in den 50er und 60er Jahren kam es auch hier zu Missbrauchsfällen. Wir haben jetzt ein Schutzkonzept entwickelt und es ist immer wieder Thema. Zumal es ja auch in der Landeskirche früher Fälle gab, die jetzt aufgearbeitet werden. Dann gab es eine Studie, wo wir auch beteiligt waren. Es ist schon Thema. Am nächsten Tag Gewusel unter dem Altarraum der Stuttgarter Stiftskirche. Noch wenige Minuten bis zum Auftritt. Das bedeutet Quartettkarten weg, Talare raus. Wenn ich den Talar anziehe, dann kommt halt so die Stimmung auf, das muss ich schaffen jetzt und so. Weil das Lampenfieber ist halt immer ein bisschen da. Und dann geht es los. 50 Hymnuschorknaben, junge Stimmen für alte Musik. Wenn Louis, Vincent und ihre Freunde gleich aus der Kirche hinausgehen, werden sie sich wieder verwandeln. Von Hymnuschorknaben in Talaren in ganz normale Jungs. Zumindest bis zum nächsten Auftritt.